Welcome to the Chase Podcast. Dr. Ron Charles is a renowned archaeologist, author, historian, speaker, missionary, and is known as the Christian Indiana Jones. Dr. Charles has spent over 50 years researching and uncovering truths about Jesus Christ and information that proves the historical authenticity of the Bible. Gleaned from his years of tireless research, ministry, and archaeological work as the pages of the Bible come to life like never before. Visit cubitfoundation.org for Dr. Ron's books and information about this global ministry. And the Jews would beat the prisoner 39 times. Und die Juden haben dann die Gefangenen 39 Mal so geschlagen damit. And if Jesus would have been under judgment by the Jews, then he would have been administered 39 stripes. Und wenn Jesus von den Juden verurteilt worden wäre, dann hätte er die 39 Peitschenhiebe so bekommen. But Jesus was not Aber Jesus wurde nicht von den Juden under verurteilt. judgment of the Jews. Also von den Juden wurde Jesus nicht He was verurteilt. under judgment of Rome, Jesus war unter der Verurteilung von Rom. subject to Roman punishment. Und das bedeutete, dass die römische Strafe, All those who were to be crucified for treason had to be whipped first. und alle, die wegen Verrats angeklagt wurden unter dem römischen Recht, die wurden erstmal ausgepeitscht. Crucifixion was extremely expensive. Es war so, dass Kreuzigung sehr, sehr teuer war. So if the prisoner could die before the crucifixion, it would save Rome some money. Und wenn der Gefangene vor der Kreuzigung sterben würde, dann würde es den Römern einen Haufen Geld sparen. If you were accused of treason against the state, Also wenn du wegen Staatsverrat angeklagt warst, then you receive 50 lashes. dann würdest du 50 Peitschenhiebe If you were bekommen. accused of treason against the citizenry or the people of Rome, Und wenn du angeklagt wärst wegen Verrat gegen die Bürger Roms, you'd receive 70. dann kriegst du 70 Peitschenhiebe. If you were accused of treason against Caesar, Aber wenn du wegen Verrats gegen Cäsar angeklagt bist, you'd receive 100. dann kriegst du 100 Peitschenhiebe. Jesus was accused of treason against Caesar. Und Jesus wurde wegen Verrat gegen Cäsar angeklagt. The whip that was used was called a flagellum. Und diese Peitsche, die benutzt wurde, hatte einen bestimmten Namen. A flagellum has a handle Und diese Peitsche, die hat so einen Griff. and then 19 strips of leather. Und dann waren da 19 Lederriemen dran. And these strips of leather were braided like a woman braids her hair. Und diese Lederstreifen, die waren so geflochten. And in between the braids were pieces of steel and pieces of pottery. Und die haben in dieses hineingeflochten so zerbrochene Ton- und Porzellanstückchen And at reingeflochten. the very end of each one was a steel ball. Und am Ende war so ein Stahlballen. Now the administration of the whipping was done by gladiators, Und Gladiatoren haben dieses Peitschen ausgeführt. those that had distinguished themselves in the games. Also die Gladiatoren, die diese Spiele, in Anführungsstriche, mitgemacht hatten und überlebt haben. Each one was given 10 swings of the flagellum. Und jeder von den Gladiatoren hat 10 von diesen Peitschen bekommen. And if the prisoner was still alive afterwards, then they would start the process again until 100 are reached. Und wenn der Gefangene danach immer noch lebte, dann wurde das wiederholt, bis 100 Peitschenhiebe passiert waren. And if one of those gladiators could kill the prisoner with his allotted swings,
then he would receive the prisoner's weight in gold. Und wenn ein Gladiator diese von ihm geforderten Peitschenhiebe mit denen den Gefangenen töten konnte, dann bekam er in Gold das Gewicht von dem Gefangenen. So to the best of their ability, they tried to kill Jesus. Also haben sie ihr Bestes versucht, Jesus auf die Art umzubringen. Jesus' clothing were stripped off. Die Kleider von Jesus wurden ihm runtergerissen. And then he was bent over a pedestal, a rock pedestal that was about 1 meter tall. Und dann hatten sie da wie so ein Felsbrocken und über den musste Jesus sich beugen, And 1 Meter hoch. Then his wrists were chained to his ankles so that he wouldn't go away. Und sie haben sein Handgelenk an seine Füße festgebunden, dass er nirgends hin konnte. The beatings began with the Roman centurion had a long stick about this big around. Und geschlagen wurde er mit so einem langen Stock, was die römischen Hauptmänner dort hatten. And because the purpose for this was to kill the prisoner, then bleeding would be the best way. Und weil das Ziel war, dass der Gefangene sterben soll dabei, wurde so geschlagen, dass er auch blutete. Das war das Ziel. So with this stick, they beat Jesus on the back 75 times. Und mit diesem Stock haben sie auf den Rücken Jesu geschlagen, 75 Mal. And the reason for this is that it brings the blood to the top so that the stripes would bleed very bad. Und der Grund ist, das Blut kommt dadurch hoch und durch diese Schläge und Jesus würde dann ganz arg bluten. Praxeas was there as an eyewitness. Und der Praxeas war als Zeuge dabei. He said, as the stripes were laid upon Jesus' back. Und er hat es niedergeschrieben, er war da, als Jesus diese Schläge auf den Rücken bekam. From the very beginning, pieces of the steel and the pottery would stick in Jesus' flesh. Und von Anfang an haben diese Porzellanstücke, was sie da reingeflochten hatten, die haben das Fleisch von Jesus von Anfang an da rausgezerrt. And they would jerk it, which pulled big pieces of flesh out of Jesus' body. Und wenn diese zerbrochenen Porzellanstücke dann so da drin waren im Körper von Jesus, dann haben sie so bewusst so dran rumgezerrt, dass sie richtig Fleisch da mit rausziehen. Before long, his backbone was exposed. His ribs were exposed. Und sein Rückgrat und seine Rippen hinten, das wurde alles dann offengelegt. 50 were administered on the back. 50 Schläge oder Peitschenhiebe am Rücken. Then he was turned over. Und dann wurde Jesus And rumgedreht. 50 were administered to the front. Und dann wurden 50 solche Peitschenhiebe oder Schläge vorne bei Jesus dann gemacht. Praxeas says that Jesus could not be recognized as a man. Und Praxeas hat niedergeschrieben, dass man Jesus nicht mehr als Mensch erkennen konnte. His face was almost gone. Sein Gesicht war fast weg. Internal organs exposed. Und seine inneren Organe lagen offen. Praxeas says that he has witnessed more than 2,000 crucifixions and beatings. Und Praxeas hat niedergeschrieben, dass er bei 2000 Kreuzigungen dabei war und bei diesen Schlägen. But he has never seen a man beaten like Jesus. Aber dass er noch nie gesehen hat, dass ein Mann so wie Jesus so geschlagen wurde. He could not be recognized as a human being. Man konnte Jesus nicht mehr als ein menschliches Wesen erkennen. But throughout this entire ordeal, Aber durch diesen ganzen Horror hindurch Jesus did not say a word. hat Jesus kein Wort gesagt. He remained silent. Er blieb ruhig.
He could have called for his father. Er hätte seinen Vater anrufen können. Father, I can't take it. Deliver me. Vater, ich halte es nicht mehr aus. Befreie mich davon. And he would have been delivered instantly. Und sofort hätte der Vater ihn da befreit. But Jesus knew what Isaiah had said. Aber Jesus kannte die Schriftstelle in Jesaja. He was wounded for our transgressions. Er wurde verwundet wegen unserer Schuld. He was bruised for our iniquities. Und er wurde geschlagen wegen unserer And by his Sünden. stripes we are healed. Und durch seine Wunden, Streifen, Schläge sind wir geheilt. And Jesus knew that if he said one thing, Und Jesus wusste, wenn er nur ein Wort sagt, then provision for our healing in 2017 would have been totally and completely unavailable. dann wäre unsere Befreiung, unsere Erlösung in 2017 dahin gewesen, wenn er nur ein Wort gesagt hätte. He looked down to all of us sitting here tonight. Und er schaute auf uns, die wir alle hier sitzen jetzt heute Abend. And if he said one word in protest, Und wenn er nur mit einem Wort protestiert hätte, then provision for your healing of a heart attack, your healing of stomach ulcers, your healing of migraine headache would be gone. dann wäre diese Vorsorge für Heilung, Herzattacke, Migräne, was auch immer, das wäre weg gewesen, wäre nicht mehr möglich gewesen. But because of his love for us, Aber wegen seiner Liebe für uns he said nothing. sagte Jesus kein Wort. Jesus survived the beating. Also Jesus hat dieses Geißeln überlebt. So with that, the Romans says they want him to be crucified. Und dadurch haben die Römer dann gesagt, die Götter wollen, dass wir Jesus kreuzigen. So the horrible bleeding had to stop Also musste dieses schreckliche Bluten aufhören, so that Jesus would be alive for the crucifixion. Damit Jesus für die Kreuzigung dann auch noch lebendig wäre. So they took Jesus and they immersed him in a vat of salt water. Dann haben sie Jesus genommen und haben ihn in Salzwasser eingetaucht. The pain was excruciating, Diese Schmerzen waren unerträglich. but it did stop the flow of the blood. Aber es hat den Blutfluss gestoppt. Afterwards, the Roman soldiers began their mocking of Jesus. Und danach haben die römischen Soldaten diese Verspottung von Jesus wieder angefangen. They put a red or a purple cape around his shoulders, Dann haben sie diesen roten Purpurmantel um seine Schultern gelegt crown of thorns on his head. und diese Dornenkrone auf sein Haupt gedrückt. And Praxedes tells us that for the next 5 hours, Und dann hat Praxedes niedergeschrieben, dass in den nächsten 5 Stunden the Roman soldiers abused him. die römischen Soldaten ihn weiter misshandelt haben. And the abuse that they poured out was far greater than that of Herod Antipas' soldiers. Und diesen Spott, diese Misshandlung in diesen nächsten 5 Stunden war viel schlimmer als bei den Soldaten vom Herodes. Finally, Pilate brought him back and presented him to the people. Und dann hat schlussendlich Pilatus Jesus zurückgebracht und ihn dem Volk vorgestellt. He says, "Behold the man. Und hat gesagt, schaut diesen Mensch an. I have to tell you he's a man because you can't tell it. Ich muss euch sagen, er ist ein Mensch, weil ihr könnt es nicht mehr You erkennen. can't even tell that he's a human being. Man konnte nicht mehr sagen, dass er überhaupt ein menschliches Wesen war. Doesn't this satisfy your lust for his blood?" Seid ihr jetzt nicht endlich gesättigt mit eurer Lust nach Blut, diesem blutrünstigen Sein? And they said, "Crucify him." Und sie haben geschrien,
kreuzigt ihn. It's not enough. We want him dead. Es langt nicht. Wir wollen, dass er tot ist. And Pilate sent him away to his cell to go for crucifixion early in the morning. Und dann hat Pilatus Jesus in die Zelle geschickt, damit er am nächsten Morgen gekreuzigt werden sollte. And Jesus spent the night alone. Und Jesus war in der Nacht alleine. The Romans, as we said, crucified 4 times a year. Wir haben gesagt, dass die Römer 4-mal im Jahr Kreuzigungen gemacht haben. It was now April the 2nd, Es war jetzt der 2. April. the day of capital punishment. Es war der Tag, wo Todesurteile vollstreckt wurden. Jesus and 54 others were crucified that day. An dem Tag wurde Jesus und noch 54 andere gekreuzigt. They call the place of crucifixion Kavra. Und diesen Ort der Kreuzigung haben sie Golgotha genannt. In our terminology today, we call it Calvary. Ja, also Golgotha heute, ja. And the Kavra was, the definition was place of death or place of bones, place of skulls. Ja, und das heißt wörtlich Schädelstätte oder Ort des Todes, Ort der Knochen. The prisoner themselves carried the horizontal piece of the cross. Und die Gefangenen selber mussten den horizontalen Balken des Kreuzes tragen. The vertical piece that was standing in the kavra was in holes that were dug into the stone. Und der vertikale Balken, den man dann in den Boden rammt, And it stayed there all the time. It was permanent. der ist da immer im Boden, der steht da fest. On the top of the vertical piece, there was a kind of a U-shaped cut in the top. Ja, und fast oben war da so ein U-Form eingeritzt. And then the horizontal piece was placed in that cut and then fastened to the vertical. Und dann wurde eben der horizontale Balken in diesen Ausschnitt da reingesetzt. Once the prisoners got to the place of crucifixion, Und als dann die Gefangenen an ihren Ort der Kreuzigung kamen, they were laid down on the horizontal piece. dann wurden sie auf diese horizontalen Balken gelegt. Those that were accused of treason against the state or against the people, their hands were tied onto the horizontal piece. Und die des Verrats am Staat oder an den Bürgern schuldig waren, die wurden dann festgebunden an diesem horizontalen Balken. Those accused of treason against Caesar, theirs was nailed. Und die des Verrats an Caesar schuldig waren, die wurden genagelt. And then the horizontal piece was dropped into the vertical. Und dann wurde dieser horizontale Balken da in diesen Ausschnitt da reingesetzt, in diesen anderen Balken. Now it was time for the feet to be nailed. Und dann wurden die Füße genagelt. But how the Romans did it was a little bit different than the medieval paintings that we see. Und wie die Römer das gemacht haben, war etwas anders, als wir das immer so sehen an diesen Kreuzen. Because as the hands were outstretched and nailed, Während die Hände so ausgestreckt waren und festgenagelt waren, then the entire body was racked like this. dann wurde der gesamte Körper so gedreht, so And a wooden verdreht. stake was driven through the hip. Und dann wurde da so ein hölzerner Stock durch die Hüften durchgesteckt. And the stake was driven just right under the bone, the hip bone, so the entire body was resting on the raw bone. Und das wurde so direkt bei diesem Hüftknochen da durchgesteckt, dass der ganze Körper auf diesem Knochen dann so saß. And this was to hold the body in place while the nails were being driven into the feet. Und dadurch wurde der ganze Körper dann quasi befestigt, damit man die Nägel durch die Füße machen konnte.
You know, God has created our body in a very miraculous way. Wisst ihr, Gott hat unseren Körper wundersam erschaffen. All of our organs have nerves, Alle unsere Organe haben Nerven. and all of those nerves end at the bottom of our feet. Und alle Nerven, die verlaufen am Ende in unseren Füßen. So as we walk, those nerves are massaged, Und während wir laufen, werden diese Nerven quasi massiert. and that causes the organs to function properly. Und dadurch funktionieren unsere Organe, wie sie sollen. This is why that someone who's bedfast, they have everything wrong with them. Und deswegen hat jemand, der bettlägerig ist, viele andere Probleme noch dazu. Now, if you puncture the foot from underneath, you step on a nail. Also wenn man von unten den Fuß durchstößt, also wie wenn man auf einen Nagel tritt, It does not affect the organs of the body. das hat dann nichts mit den Organen vom Körper zu tun. Or if your foot is cut off, Oder auch wenn dein Fuß ab wäre. there's no effect on the rest of the body. Der Rest von deinem Körper funktioniert normal weiter. But if the nerves of the foot are punctured downways, Aber wenn die Nerven am Fuß von oben durchstochen werden, as the nails go through the foot, während die Nägel dann durch die Füße durchgebohrt werden von oben, the nerves explode. dann explodieren die Nerven. And instantaneously, Und sofort, and at the same time, in dem gleichen Moment, Jesus had the pain and the symptoms of every disease that affects every organ in the body. hatte Jesus die Schmerzen und die Symptome von jeder Krankheit, die im Körper erscheinen kann. At the same time, he had the pain and the symptoms of cancer. Gleichzeitig hatte er den Schmerz und die Symptome von Krebs, Of tuberculosis, von Tuberkulose, a heart attack, von Herzattacke, asthma, von Asthma. anything that affects this body. Egal, was diesen Körper treffen kann. Jesus had it all at one time. Das hat Jesus durchgemacht und zwar alles zusammen gleichzeitig. And then Jesus talked for the first time since he stood before Pilate. Und dann hat Jesus das erste Mal gesprochen seit der Zeit, dass er vor Pilatus war. And he says, Father, forgive them. They know not what they do. Und er sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Can we comprehend that type of love? Können wir diese Art von Liebe irgendwie begreifen? The tremendous muscle spasms and the collapse of the lungs was almost unbearable. Also dieser hochgradige Muskelkrampf und was da zusammenkam. Unbearable. Yeah. Okay. Das, And so say it again. all of this time, in my opinion, Jesus was looking at us. Ja, das war Liebe und die ganze Zeit, Jesus hat uns da gesehen. Father, I must do it. Vater, ich muss das tun. Otherwise, they could not have a chance for life. Sonst haben sie keine Chance, das Leben zu haben. And then something happened that was totally unprecedented. Und dann ist was passiert, was noch nie da gewesen war. God the Father turned his back on his own son. Dann hat Gott, sein Vater, ihm Jesus den Rücken zugekehrt. You know, to us as human beings, Und für uns als Menschen, it doesn't matter how far down you go into sin. egal wie tief wir in Sünde fallen, When you call upon the name of the Lord, he will hear.
wenn du den Namen des Herrn anrufst, er wird hören. No one has ever had to face the prospect of God turning away. Niemand hat das je erleben müssen oder wird es je erleben, dass Gott sich wegwendet. But he did with his own son. Aber Gott hat sich von seinem eigenen Sohn abgewandt. And with the strength that he had, said, "My God, Father, why have you forsaken me?" Und mit der Kraft, die noch da war, sagte Jesus, Vater, warum hast du mich verlassen? But then God the Father did have mercy on him. Aber Gott der Vater hat natürlich Erbarmen gehabt. Jesus died 6 hours after his crucifixion. Jesus starb 6 Stunden nach der Kreuzigung. The typical time for death by crucifixion is 9 to 21 days. Also das Normale bei Kreuzigung ist, dass man nach 9 bis 21 Tagen erst stirbt. And normally the death comes by scavengers eating the body. Und normalerweise stirbt man dann dadurch, dass Raubvögel das Fleisch fressen. Und so stirbt man. But now this man who is unrecognizable as a man, Aber dieser Mensch, der nicht mehr als Mensch zu erkennen ist, who went through all of this, der durch das Ganze durch ist, gave up his life. hat sein Leben ausgehaucht. And you know, for us today, Und wisst ihr, für uns heute, when we consider what Jesus did, wenn wir darüber nachdenken, was Jesus getan hat, how dare we ever ask him, "Don't you love me anymore?" wie trauen wir uns jemals zu ihm zu sagen, Jesus, liebst du mich nicht mehr? Don't you understand what I'm going through? Verstehst du nicht, durch was ich durchgehe? If you love me, why didn't you do this? Wenn du mich lieben würdest, warum machst du sowas dann? What right do we have to say those things? Was gibt uns das Recht, sowas zu Jesus zu Or to sagen? even feel those things? Oder überhaupt so zu fühlen? Jesus knows what it's like to be forsaken from everyone. Jesus weiß, was es bedeutet, von jedem He verlassen zu knows what sein. it's like to spend his time in prison. Er weiß, was es heißt, Zeit im Gefängnis zu verbringen. He knows what it's like for that heart attack. He's felt it. Jesus weiß, wie das ist, wenn ich so einen Herzattacke habe. Er hat es erlebt. He knows what it's like to have the migraine headache. Jesus weiß, wie sich so eine Migräne anfühlt. He had those symptoms. Er hatte diese Symptome. So he can indeed relate to everything that is in our life. Und deswegen kann Jesus mit allem, was wir durchmachen, eins sein. Er weiß, wie das ist. He's just waiting for us to call upon him. Er wartet nur, dass wir ihn anrufen. Jesus didn't have to do what he did, Jesus hätte nicht tun müssen, was er getan hat. but he did because he loved us. Aber er hat es getan, weil er uns liebt. And he will continue to love you. Und er wird weitermachen, uns zu lieben. And so, not only on this day that we commemorate this sacrifice, Und nicht nur heute, wo wir ganz besonders an das Opfer Jesu denken, but let it be a picture in our minds at all times what he did for us. aber das soll ein Bild für uns für immer sein, die ganze Zeit, was er für uns gemacht hat. The Chase with Dr. Ron Charles is sponsored by supporters of the Cubit Foundation. Visit cubitfoundation.org for Dr. Ron's books and discover how you can support this global ministry.